Hallo liebe Leute, ich hoffe bei euch ist alles richtig gescheit. Schön, dass ihr zu diesem Video einschaltet. In diesem Video schauen wir uns mal die ELAC FS 249.3 an. Viele von euch haben mitbekommen, dass ich mir mal neue ELAC Lautsprecher gegönnt habe. Und viele haben dann auch direkt gefragt, nicht ob ein Video kommt, sondern wann ein Video dazu kommt. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, das hier ist das Video. Und da schauen wir doch mal, was diese Lautsprecher, für mich ist es ein Traum, was sie können. Da reden wir doch mal in diesem Video drüber. Los geht's, euer Speaker Shocker. Viele von euch wissen ja, dass ich ein ELAC-Fan bin und das schon seit einigen Jahren. Angefangen hat das Ganze damals 2005 bei mir, als mein Vater mir einen ELAC-Subwoofer besorgt hat mit dem Cinema 1-System, war das glaube ich, also so kleine kompakte Lautsprecher dabei. Und da fing das Ganze schon an, dass ich mir mal gedacht habe, was ist denn das überhaupt für ein Unternehmen? Und dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und alles und eigentlich fing das Unternehmen 1926 eigentlich mit Unterwasserschalltechnik an. Hat dann später Schallplattenspieler und Tonabnehmer gebaut und seit 1984 Lautsprecher. Und als Fan dachte ich mir dann, als ich damals eine Ausbildung angefangen habe, jetzt musste der mal Standlautsprecher von ELAC kaufen. Also habe ich mich damals für die ELAC 58.2 entschieden. Nur diese wurden mir jetzt in letzter Zeit ein bisschen, ich sag mal, man hat sich weiterentwickelt und da kam die FS 58.2 nicht mehr dran. Und ich wollte auch schon immer einen Lautsprecher besitzen von ELAC, der diese Crystal-Membran hat, diese Tieftonchassis, für die ja sofort direkt auffallen und jeder weiß, alles klar, das ist ELAC. Und das fing schon damals an, als ich auf YouTube diese Videos gesehen habe, da habe ich gedacht, boah, das Chassis ist einfach ultra schön. Sowas musst du haben. Und eigentlich wollte ich auch die 249.2 haben, also eigentlich die Vorgängermodell von diesen hier, sind aber in Deutschland neu gar nicht mehr zu bekommen oder wenn, dann nur noch mit ganz viel Glück und Suchen. Bei denen hier wird es auch schon ziemlich kritisch und schwierig, aber da hat man noch ein bisschen mehr Glück und ich bin froh, dass ein HiFi-Händler dann gesagt hat, pass auf, die habe ich nicht mehr, aber ich habe den Nachfolger. Die Vorgänger hat ja die silberne Membran und ich muss ganz ehrlich sagen, die schwarzen Membranen gefallen mir richtig gut. Der Lautsprecher ist knappe 115 cm hoch, 26 cm breit und 36,8 cm tief. 31 Kilogramm bringt er dabei auf die Waage, also besser zu zweit das Ganze arrangieren. Den Lautsprecher gibt es in Hochglanz schwarz, aber auch in Hochglanz weiß. Aber viele von euch wissen ja, ich mag das Hochglanz schwarz und besonders dann, wenn es einfach so schön lackiert ist, wie es hier bei diesen Lautsprechern der Fall ist. Da kann ich mich ja wirklich stundenlang verlieren und es ist einfach nur schwarz. Aber trotzdem gucke ich es einfach unwahrscheinlich gerne an. Auch die Verarbeitung kann sich hier wirklich sehen lassen, aber das erwartet man auch bei so einem Preis. Da erwartet man nichts anderes und man könnte auch genauer hinschauen, das tut man auch ganz gerne, man findet aber trotzdem nichts zu beanstanden. Rein gar nichts. Aber nicht nur die Lackierung oder die Verarbeitung ist auffällig bei dem Lautsprecher, sondern besonders eben die Lautsprecher-Chassis an sich. Wir haben hier zwei 180 mm Tieftöner mit einer Aluminium-Sandwich-Membran. Dabei ist die hauchdünne Aluminiumschicht nicht nur gefaltet oder so aufgebaut, dass sie wie ein Diamant aussieht, sondern auch mit einem speziellen Klebeverfahren an einen Zellstoffkonus aufgeklebt worden. Das Ganze soll dazu führen, dass Partialschwingungen, also membraneigene Schwingungen, möglichst minimiert werden. Und hier drüber dann ein 140 mm Mitteltöner mit der gleichen Aufbauweise. Besonders hier auch der ELAC Jet 5 Hochtöner. Das ist kein Tauchspulenlautsprecher oder Hochtonkalotte, sondern hier wird eine dünne Folie, eine hauchdünne Folie, so gefaltet wie eine Art Akkordeon. Man hat es bestimmt schon mal gesehen beim Akkordeon, wenn die Faltenbälge, wenn man es auseinanderzieht, wird quasi Luft reingesogen zwischen diesen Faltenbälgen und wenn man es zusammendrückt, wird die Luft wieder ausgestoßen. Man könnte quasi sagen, der Lautsprecher atmet. Ein Frequenzgang wird hier von 28 Hertz bis, wegen gerade auch den Jet-Hochtöner, 50.000 Hertz angegeben. Dabei haben wir eine Übergangsfrequenz vom Tieftöner zum Mitteltöner bei 500 Hertz und vom Mittel zum Hochtöner bei 2800 Hertz. Und wenn wir uns jetzt mal die Messung hier im näheren Feld ansehen, dann sehen wir, dass der Lautsprecher doch relativ gut weit runter spielt. Okay, hier habe ich wieder so einen kleinen Buckel bei um die 50 Hertz, aber das ist, glaube ich, wegen dem Bassreflexsystem so und gerade auch wahrscheinlich an dem Aufstellungsort hier im Raum so gegeben. Genauso wie der kleine Einbruch bei um die 80 Hertz. Aber wenn wir ansonsten mal sehen, spielt der Lautsprecher ganz gut ausgewogen. Es gibt jetzt nicht irgendwo, dass man jetzt sagen könnte, oh, das ist jetzt irgendwo zu stark angehoben oder so. Nö, es ist eher
gut linear. Bevor wir aber zum Soundcheck kommen, möchte ich noch mal kurz auf die stoffbespannten Abdeckungen drauf zu sprechen kommen. Diese halten magnetisch und die halten richtig magnetisch. Also wenn man die langsam hier zu dem Lautsprecher anführt, muss man aufpassen auf seine Fingerchen, damit man die nicht einklemmt, weil die halten richtig gut. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die Hinterseite des Lautsprechers. Hier haben wir oben angebracht einen Bassreflexkanal und weiter unten angebracht sehen wir auch schon das Anschlussterminal. Dabei finde ich die Rückseite des Lautsprechers gar nicht mal so schön. Hinter der Klappe, die wir sehen, das ist keine Wartungsklappe, sondern die Möglichkeit, den Lautsprecher, wenn er an der Wand steht oder so, dass wir ihn an der Wand verankern können, wenn man zum Beispiel spielende Kinder oder sowas hat, dass es auf gar keinen Fall passieren kann, dass der Lautsprecher umfällt oder sowas. Das kennt man auch von Möbeln oder Regalen, da kennt man das auch schon her. Weiter unten dann das Anschlussterminal, was ich auch optisch viel zu hoch finde. Darum habe ich dann meine Lautsprecherkabel schwarz ummantelt, weil mit den Kupferlitzen einfach dran, das sah wirklich hässlich aus. Und ich habe mir überlegt, warum ist das Terminal so hoch? Und später ist mir ganz einfach eingefallen, na klar, wir haben ja hier nochmal einen Bassreflexkanal. Also haben wir hier oben einen Bassreflexkanal und hier unten haben wir nochmal einen Bassreflexkanal als Downfire-Prinzip ausgeführt. Und viele sagen ja, dass ELAC-Lautsprecher gerade im Bassbereich einen guten Punch haben. Für manche ist es vielleicht schon ein bisschen zu viel, aber da denke ich mir, das hören wir uns jetzt mal im Soundcheck genauer an. Also setzt euch eure Kopfhörer auf, denn auch das ist wieder eine 3D-binaurale Aufnahme für euch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. There must have been
reason, one good reason, and I'll tell you what I think. Give me the passion without the bleeding, and I'll tell you why I blink. Ich denke, das spricht für sich selber. Sowas habe ich zu Hause noch nicht gehört. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze beschreiben soll. Fangen wir mal mit dem Bass an. Den Bass, den finde ich einfach Wahnsinn, wie tief der runterkommt, dabei aber sowas von präzise spielt und dabei aber auch noch eine Kraft entwickelt. Da braucht man wirklich keinen Subwoofer mehr. Selbst bei Filmen oder sowas, da ist es manchmal fragwürdig, ob ich einen Subwoofer überhaupt brauche, weil wenn ich das laut mache, dann kommt manchmal der Subwoofer, je nachdem, was man für einen Subwoofer hat, gar nicht hinterher. Und auch bei Musik oder auch bei ziemlich schneller Musik macht das Ganze einen richtig guten Job. Gerade auch bei schnellen Bässen, nennen wir mal New Order Blue Monday zum Beispiel, wenn wir da richtig aufdrehen, dann kommt da richtig Druck hinter. Das merkt man auch, wenn man jetzt hier auf der Couch sitzt und die Lautsprecher stehen da hinten. Das ist richtig der Wahnsinn. Das konnten zwar die ELAC FS 58.2 auch, aber dann war dann die Grenze aber auch schon fast erreicht. Und wenn man dann noch mehr wollte, haben sie sich abgeschaltet. Da haben wir hier noch lange Luft nach oben mit. Was ich hier besonders mag, ist die Stimmenwiedergabe. Gerade wenn es tiefe Stimmen sind, dann ist das hier richtig genial. Man hört hier auch, wie der Hochtöner und der Mitteltöner und der Tieftöner gerade bei Stimmen schön zusammenarbeiten. Nennen wir jetzt mal wieder Kenny Rogers. Ich weiß jetzt nicht, welches Lied das ist. Da ist eine Stelle direkt am Anfang des Liedes, da hört man diese Rauheit, aber auch gleichzeitig diese tiefe Stimme von Kenny Rogers. Und wenn man das mit den Lautsprechern hört, das ist richtig geil. Was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt nicht erschrecken, Modern Talking. Habe ich vorher noch nie gehört. Wir wissen ja, wenn Modern Talking, wenn da der Dieter Bohlen, wenn das da so hochgesungen wird, da wissen ja wir alle, das ist nicht Dieter Bohlen alleine. Da sind ganz, ganz viele Leute, die haben das zusammengesungen und das wurde zusammengemischt. Und als ich da mal wieder Modern Talking gehört habe, ist mir das erstmal so gar nicht aufgefallen. Aber irgendwann ist mir dann klar geworden, pass mal auf. Man hört ja hier irgendwie, dass hier mehrere Leute zusammen singen. Habe ich vorher noch nie so hören können. Das finde ich richtig genial. Also gerade wenn viele Sachen aufeinander prallen, die der Lautsprecher differenziert wiedergeben soll, ein Orchester zum Beispiel, wo viel auf einmal wiedergegeben werden muss, dann ist das für den einen oder anderen Lautsprecher ziemlich schwierig und er kriegt es gar nicht auf die Reihe. Das kriegen die ja aber ganz, ganz gut hin. Ich bin auf jeden Fall richtig happy, nach langem Sparen mir die Lautsprecher leisten zu können. Ich schreibe euch ein paar Links unten in die Videobeschreibung rein von Händlern, die Lautsprecher vielleicht noch haben können oder vielleicht, dass die Ahnung haben, wo oder wer die Lautsprecher vielleicht noch neu irgendwo im Lager rumstehen hat, dass ihr vielleicht die Möglichkeit auch habt, die Lautsprecher mal selber zu hören. Auf dem Gebrauchtmarkt findet man die auch, aber das ist auch eher eine Glückssache. Zu Lautsprechern hat ja jeder seine eigene Meinung. Ist ja auch völlig legitim. Der eine mag das und der andere mag das. Aber was haltet ihr, wenn ihr zum Beispiel hier die Lautsprecher schon mal gehört habt, was haltet ihr von den ELAC FS 249 generell? Ist jetzt egal, ob es die erste Generation ist oder jetzt hier die dritte Generation ist. Schreibt es mal unten in die Kommentare oder was ihr auch von ELAC allgemein haltet. Schreibt es mal unten in die Kommentare und da bedanke ich mich jetzt schon wieder, dass ihr so lange zugesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Ja, irgendwie so, das Ganze nach oben. Ne? Und wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann wäre das richtig genial, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's bis dahin gut, bleibt mir gesund und munter. Bis dahin, euer Speaker Shocker. Tschüss. Hier sind noch 2 andere Videos und da ist Abonnieren.